3000 Kilometer durch 5 Länder, mit 2 über 30 Jahre alten Autos ohne eine Klimaanlage, mit nur einem Ziel, Monaco. Aber bevor wir dort ankommen, beginnt die Reise ganz woanders. Vor 6 Monaten haben wir einen BMW 30 gekauft, der seit 6 Jahren verlassen in einer Garage stand. Jetzt wollen wir herausfinden, ob der BMW wirklich das Zeug hat, die komplette Strecke bis nach Monaco zu schaffen und auch wieder zurück. Also machten wir uns auf den Weg, gemeinsam mit meinem Bruder, meiner Freundin, meinem besten Freund und meiner Mutter. Für sie war die Reise nämlich etwas ganz Besonderes, denn sie war seit 7 Jahren nicht mehr am Meer. Es ging also nicht nur darum, ob die Oldtimer die Reise überstehen, es ging auch darum, meiner Mutter nach 7 Jahren wieder ans Meer zu bringen und ihr damit eine unvergessliche Überraschung zu bereiten. Und ob wir unser Ziel erreicht haben, welche Pannen, Herausforderungen auf uns gewartet haben und welche Überraschung ich in Monaco für meine Mutter geplant habe, werdet ihr in dem Video erfahren. Also fangen wir ganz von vorne an. Also, wir legen los. Erster Tag. Wir haben fertig gepackt, wir sind ready. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir fahren jetzt einmal nach Hockenheim runter. Zum Glück scheint die Sonne nicht. Ja, zum Glück scheint die Sonne nicht. Also wir fahren jetzt nach Hockenheim runter. Erster Stopp. Dort sammeln wir meine Freundin ein. Dort sammeln wir Erik ein. Und dann geht es morgen weiter. Das heißt, heute sind knapp 450, 460. Ja, 450, 460 Kilometer geplant. Also jetzt kommt eigentlich so der entspannte Part, theoretisch. Also auf den deutschen Straßen. Legen wir los. Und so ging es los. 450 Kilometer nach Hockenheim. Das erste Ziel für den ersten Tag und die erste große Reise mit den Oldtimern. Aber als erstes natürlich die Autos volltanken. Beim BMW passen insgesamt 55 Liter rein. Bei einem Preis von 2,20 € in Deutschland war das natürlich super günstig. Und ja, dann hat das erste Problem nicht lange auf sich warten lassen. Also, wir sind jetzt schon losgefahren. Und keine Ahnung, 100 Meter schreibt mein Bruder mir, dass er die Schraube verloren hat, die ich ihm gegeben habe, und zwar die Ventilschraube für den BMW. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Hause und suchen die Schraube irgendwo auf dem Parkplatz. Hoffentlich ist sie da. Yeah, guter Start auf jeden Fall. Also keine 100 Meter gekommen und schon wieder umdrehen. Hoffentlich passt jetzt erstmal alles. Gucken wir mal gleich. Das war auf jeden Fall nicht der ideale Start für unsere Reise, aber nach 15 Minuten Suchen auf der Straße habe ich sie tatsächlich gefunden. Ich habe die gefunden. Das Scheißding, ey. Laut meinem Bruder ist die Verpackung aus der Hosentasche gefallen, als er sein Handy rausgeholt hat. Ja, geht auf jeden Fall gut los. Erster Aufhänger. Fängt schon mal richtig gut an. Wie viele Meter sind wir jetzt gekommen? Gar keinen. Gib her, ich pack das jetzt da, wo ich es hinpacken wollte. Junge. Nachdem das Teil sicher im Auto verstaut war, konnten wir endlich weiterfahren. Ja, wir sind jetzt also aktiv 3 Kilometer gekommen. Wir sind immer noch in Hannover. Ich warte jetzt auf meinen Kaffee und dann geht es auf jeden Fall weiter. Aber wenn das in dem Tempo weitergeht, dann kommen wir vielleicht in 12 Tagen in Monaco an. Käffchen? Hä? Übelste Schlange. Fahren wir weiter direkt? Sind wir schon? Ey Junge, ich sag's dir. Ciao Pagnale, let's go. Let's go. Wir haben jetzt noch kurz vor der Reise einiges gemacht. Also wir haben die Zahnriemen auf beiden Autos gewechselt. Also jeweils auf dem BMW als auch auf dem Audi. Was haben wir noch gemacht? Bremsen entlüftet haben wir vor kurzem. Dann haben wir die Bremsen gemacht, also auch nochmal die Bremsen alle erneuert beim BMW, weil, keine Ahnung, die alt die sind. Deswegen da alles auf jeden Fall frisch gemacht und jetzt legen wir los. Mal gucken, wie die ersten Kilometer die Autos machen, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es gut läuft. Genau, ich fahre die erste Strecke jetzt erstmal allein. Dann sammle ich meine Freundin ein in Hockenheim, dann Erik holen wir noch vom Hauptbahnhof ab. Und von dort an startet so richtig dann die Reise. Das heißt, geht es weiter nach Como, also nach Italien. Das heißt, heute ist eigentlich nur so eine, ja, der entspannte Teil, sage ich mal so, obwohl wir trotzdem 5 Stunden fahren, wenn nicht sogar 6. Genau, also so sieht's aus. In dem Sinne melde ich mich, falls es irgendwas Spannendes gibt. Kleiner Stau. Wir mussten jetzt einmal über Hildesheim fahren. Über Saarstedt, weil... Ein Urlaubsfeeling, muss ich dir sagen.
Was sagst du? Kein Urlaubsfeeling. Nee, bis jetzt absolut kein Urlaubsfeeling. Ob Schweiz wird's richtig, richtig Hammer. Jo. Wenn wir so weit kommen. Ja. Deine Temperaturanzeige? Ja, bei mir ist der Lüfter schon angegangen. Also der ist jetzt bei 95, 100 fast. Hier ist er mal ganz leicht unterm Strich, also so bleibt er auch. Ja, beim BMW dreht er ja eigentlich die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass der überhitzt bei Stau. Nach 1,5 Stunden haben wir es endlich geschafft. Der Stau war zu Ende und wir waren endlich auf der Autobahn. Wir sind zwar keine 30 Kilometer gefahren, aber das Ziel war der Weg. Und keine 10 Minuten später ging bei einem Transporter mitten auf der Autobahn die Tür auf. Ich habe ihm dann einmal angehupt, gesagt, dass eine Tür offen ist und er ist dann auch direkt an den Seitstreifen gefahren. Also ein Karma-Punkt plus. Und dann ging es tatsächlich auch relativ entspannt weiter auf der Autobahn. So, wir sind jetzt Höhe Kassel. Es hat mal teilweise geregnet, mal teilweise was wieder normal, jetzt ist wieder sonnig. Ich merke so langsam, dass die Hitze echt reinhaut und besonders das Torpedo extrem warm wird. Und die Hitze staut sich auch langsam echt im Auto. Also langsam wird es ein bisschen hart, aber ich denke bis Hockenheim aushaltbar. Wir müssen dann morgen überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, morgen kaufen wir dann auf jeden Fall Eis und Wasser. Und dann fahren wir mit der Klima, weil ich habe gemerkt, bei 28 Grad ist schon echt heiß. Erster Zwischenstopp nach 220 Kilometern. Hast du Punkte? Hä? Hast du Punkte? Ich habe richtig viele Punkte. Ich habe 850 oder so. Noch 200 vor uns ungefähr. 230. Ja, noch 230 vor uns. Aber bis jetzt eigentlich alles easy. Also ein bisschen warm gewesen, ohne Klima. Wenn die Sonne rauskommt, ist ein bisschen warm. Ja, aber ansonsten geht echt fit. Geht echt fit. Bis jetzt auch keine weiteren Probleme mehr. Also ist alles top. Ja, also bis jetzt echt chillig. Kupplung noch ein bisschen machen, aber Ja, Kupplung ist ein bisschen beim BMW. Ein bisschen, wenn man zu viel im Stau fährt, dann greift sie nicht mehr so gut danach. ich habe fast mein Handy fallen Man gelassen. muss immer so ein bisschen schleifen, dann funktioniert die wieder. Ja, also ein bisschen schleifen, die Kupplung, dann läuft's wieder. Ciao, поехали. Поехали. Und die Lüftung ist schon hart, aber mit diesen kleinen Dingern da, hier ist echt fit. Also damit geht's echt fit. Ich habe es die ganze Zeit angehabt, einfach statt Lüftung. Let's go. Hier ist mein geiles Setup. Das für die Kommunikation mit Roma. Das, um mich ein bisschen kühl zu halten. Dann klemme ich das manchmal hier ein. Ab morgen wird es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, weil ich dann nicht alleine im Auto bin. Da freue ich mich schon drauf. Dann ging es nach der Verschnaufpause weiter, nur noch 230 Kilometer. Bis jetzt sah es ziemlich gut aus, die Oldtimer hatten keine Probleme gemacht und es sah auf jeden Fall nach einem erfolgreichen ersten Tag aus, trotz der kleinen Probleme am Anfang, aber die restliche Strecke ging eigentlich ohne Probleme. Wir sind jetzt in Hockenheim angekommen. Jetzt müssen wir nur noch Erik abholen aus Mannheim. Sein Zug hat jetzt 2 Stunden Verspätung. Das heißt, wir chillen jetzt erstmal ein bisschen und danach fahren wir rüber und holen dann Erik auch nochmal ab. Wir sind jetzt in Hockenheim und wir fahren jetzt Erik abholen. Aber nicht im Oldtimer, sondern mit einem Toyota Yaris. Was meine die da? Weißt du, was ein richtiges Problem ist beim Film? Man muss immer Musik ausmachen, wenn man filmt. Jetzt nur noch Erik abholen vom Mannheimer Hauptbahnhof und dann ging es morgen los mit dem eigentlichen Roadtrip. Dann fahren wir 528 Kilometer nach Como. Es sollte eigentlich eine ganz entspannte Strecke sein, aber wie es im Endeffekt war, werdet ihr noch sehen. Hey, du warst nur 53 Minuten zu spät, also gar nicht so schlimm. Junge, ich war 50 Minuten zu spät, aber Junge, ich bin über 7 Stunden. Ich war jetzt 8 Stunden unterwegs. Auf leeren Magen, nichts gegessen. Ja, aber warum machst du das? Das ist ja Halsmaul. deine Sache so. Ruhe. Das liegt absolut in deiner Hand eigentlich. Bist du bereit, morgen um 7 Uhr aufzustehen und weiterzufahren? Ich bin bereit, erstmal was zu essen. Ja, es war echt ein langer Tag. Irgendwie war heute der schlimmste Tag, aber morgen fängt es erst richtig an. Spoiler, es war nicht der schlimmste Tag. Tag 2. Wir sind jetzt am Hockenheimring. Heute geht's ab nach Como, nach Italien. Wir sind alle ready. Bist du ready? Ich bin ready. Ready, guck mal sogar hier. Monaco. Yeah, boy. Ready? Ja. Schon. Jetzt machen wir noch ein paar Videoaufnahmen hier. Und dann geht's weiter.
Und weiter ging's, ein Stückchen näher zu unserem Ziel, Monaco. Heute waren 528 Kilometer geplant und bis jetzt schien auch alles ganz gut zu laufen. Die Autos haben keine Probleme gemacht gestern, also ging es heiter weiter Richtung Como. Ich habe Angst. Warum? Ja, verstehe ich. Fährst du? So, okay, ready, let's go. Einmal voll tanken jetzt, beide Autos in Hockenheim und danach geht's ab. Die ersten Kilometer verliefen auf jeden Fall besser als gestern und ich habe auch die mobile Klimaanlage zum Einsatz gebracht, habe da Eis vorbereitet, habe das reingeworfen, damit wir auf jeden Fall vorbereitet sind, nicht so wie gestern. Und das hat auf jeden Fall geholfen für die ersten 2 Stunden, danach wurde es wieder heiß im Auto, aber es ging auf jeden Fall ganz gut voran. So, erster Stopp in Offenburg. Wir haben jetzt ein bisschen Eis nachgefüllt in die Klimaanlage, das hilft aber auf jeden Fall schon ordentlich. Und der Typ macht eine Pinkelpause mit Kokoswasser. Nach 4 Stunden und einigen Staus, die wir umfahren mussten, weil die Autos sonst im Stehen überhitzen könnten, waren wir endlich in Basel. Und es ging weiter Richtung Gotthardtunnel. Der Tunnel, der dafür bekannt ist, kilometerlange Staus zu haben. Aber laut Google Maps hieß es an dem Tag nur eine halbe Stunde. Also dachten wir uns, okay, kein Problem, fahren wir Richtung Gotthardtunnel. Das hat sich aber als Fehler herausgestellt. So, wir sind in Luzern angekommen. Alles dauert ein bisschen viel länger als erwartet. Wir sind jetzt 6-7 Stunden unterwegs. Gotthardtunnel ist heftig blockiert. 3 Stunden Wartezeit. Jetzt überlegen wir in Luzern, haben wir jetzt ein bisschen gechillt gegessen und dann fahren wir wahrscheinlich jetzt nochmal hoch nach Zürich und dann fahren wir über Zürich nochmal einen Umweg. Das dauert halt nochmal 4 Stunden. Das heißt, wir kommen heute wahrscheinlich statt um 18 Uhr, kommen wir heute um so 12 Uhr abends oder so an. Schauen wir mal. Nachdem wir also von Google Maps verarscht worden sind, ging es nochmal ein paar Kilometer zurück nach Zürich, um über den San Bernardino-Tunnel den Stau zu umfahren. Es wurden also aus 528 Kilometer jetzt schon 690 Kilometer und es waren noch 4 Stunden Fahrt vor uns. Und da, zu dem Punkt, dachte ich mir schon, okay, das wird eine harte Reise. Und weil das schon alles nicht genug ist, haben wir bei einem kurzen Stopp gemerkt, dass der BMW langsam anfängt, Kühlflüssigkeit zu verlieren. Dank der super schlechten Entlüftungsschraube, die wir erst vor kurzem gewechselt haben. Und dazu ist auch noch die gelbe Serviceleuchte angegangen. Das einzig Positive an der Sache, noch haben wir in keinem großen Ausmaß Kühlflüssigkeit verloren. Deswegen haben wir uns entschieden, erstmal weiterfahren. Und die gute Laune haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Das funktioniert. Das fühlt sich gut an, ehrlich. Das ist wirklich krass. Das tut richtig gut. Viel zu lange einfach. Viel zu lange. Guck mal, 2 Tage und ich glaube, wir sind jetzt mit den Autos 6 Stunden unterwegs und wir waren 12. vorher noch unterwegs, also gestern. Ja. Da war ich ja noch 8 Stunden mit dem Zug unterwegs. Also sind wir jetzt insgesamt am Fahren, also ich persönlich, wie viel sind das? 14 Stunden fast? 14, 15 Stunden? Ja, schon krass. Und in dem Tempo haben wir es bis zum San Bernardino-Tunnel geschafft und es haben nur noch ein paar Kilometer bis zur ersten Unterkunft gefehlt. Oh, wir sind schon 10 Uhr, wir sind fast da. Noch ein paar Kilometer. Wir sind erfolgreich gegen 11 Uhr angekommen in der Unterkunft. Es war echt eine sehr, sehr lange Fahrt. Wir waren auch ziemlich ausgelaugt. Deswegen hatte ich auch keine Lust mehr, noch irgendwas zu drehen.
Dafür hat unser Morgen damit angefangen, das Eis, was wir vorbereitet haben, aus dem Tiefkühler zu kratzen und für die Fahrt nach Monaco vorzubereiten. Ja, eins raus. Also jetzt ist der Plan, kommen ein bisschen chillen und danach fahren wir rüber nach Monaco. Also noch ungefähr 4 Stunden, 5 Stunden Weg. Aber erstmal hier in Como chillen. Alles was man braucht. 8 Bananen. Und weiter geht's, Tag 3. Heute stehen 347 Kilometer und knapp 4 Stunden Fahrt an. Also nicht mehr so viel, um endlich in Monaco anzukommen. Ich war auch schon etwas aufgeregt, um ehrlich zu sein, und war gespannt, wie die Reaktion auf die Überraschung sein wird. Aber dazu später auf jeden Fall mehr. Wir hatten heute Morgen auch einmal die Kühlflüssigkeit im BMW geprüft und die war bis jetzt in Ordnung. Das Einzige, was uns da aufgefallen ist, dass der Wagen beim Starten gequietscht hat, als würde der Keilriemen durchrutschen. Aber da haben wir gedacht, schauen wir uns ein bisschen später an. Erstmal Sightseeing in Como, bisschen die Zeit genießen und auch das Wetter. Das einzige Problem, was wir gestern noch hatten, war der Audi 80. Der hat im Getriebe ein bisschen hart geschaltet, aber das liegt daran, dass er einfach durch das ganze Rumfahrerei, durch die lange Zeit einfach komplett überhitzt war. Hier dachten wir noch, dass das Problem daran lag, dass das Getriebe überhitzt war. Leider war es ein anderes Problem, aber dazu später noch mehr. Wie es heute läuft, heute nochmal 4 Stunden, nochmal 350, 360 Kilometer nach Monaco und dann gucken wir mal. Es war schon jetzt ein richtig geiles Gefühl zu wissen, dass du es mit dem BMW und dem Audi bis nach Italien geschafft hast. Und wenn man sich überlegt, dass der BMW noch vor 6 Monaten in der Garage in der Scheune stand, war das schon echt der Hammer. Und dass auch noch alle mitgekommen sind und wir einfach eine tolle Zeit hatten alle zusammen, das war schon ein geiles Gefühl. Der Typ hier braucht auf jeden Fall noch Schlappen. Wir haben nämlich keine. Das wäre doch was für ihn. Ich hab da was. Deine Größe nicht, Junge, du hast Größe 47 oder so. Fast. Na, ein bisschen. Ja. Habt ihr auch, wie so in Italien? Es wird so alles Mögliche geklaut und Roma so über Nacht einfach den BMW nicht abgeschlossen. einfach Kofferraum offen gelassen. So, fuck it. Passiert, so Kamera drin, Equipment drin, aber Gott sei Dank nichts passiert. Aber Junge, Für 1000 Euro. Aber ist so. nein, nicht schlimm. Fuck it. Ne, Roma? Ich habe alles Wichtige mitgenommen. Und seine Militärschule keine Ahnung. Wir haben uns dann dazu entschieden, das Problem mit dem Keilriemen einfach mal schnell zu erledigen im Parkhaus, bevor wir die nächsten 342 Kilometer fahren. Deswegen haben wir uns 2 Schlüssel geschnappt, haben uns erstmal den Keilriemen angeschaut und es sah auf jeden Fall danach aus, dass der da ein bisschen durchrutscht. Das Spann funktioniert beim BMW E30 auch richtig super. Da auf jeden Fall Kompliment an die, die das erfunden haben. Das ist auf jeden Fall besser als bei anderen Autos. Deswegen, das hat man echt mit 2 Schlüsseln relativ fix hinbekommen. Ist das noch da? Hast du mit? Noch nicht. Ich kann absolut beschissener Winkel. Ja, das sieht doch viel besser aus. So 1 Zentimeter Spiel jetzt, Davor war es echt viel weiter Ja, vorne. ja. Wir haben jetzt den Keilriemen ein bisschen mehr gespannt, jetzt quietscht es nicht mehr und jetzt läuft wieder alles super. Jetzt geht's weiter nach Monaco. Falls ihr euch fragt, was das für ein Lärm im Hintergrund ist, das ist die mobile Klimaanlage, die wir extra vorbereitet haben für die Fahrt. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bei der Hitze, die dort in Italien war, hat es auf jeden Fall geholfen. Nach 178 Kilometern hatten wir unseren ersten Stopp mitten in Italien und die Hitze draußen hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht in dem Auto. Also sind wir ein bisschen rein in die Raststätte, um uns etwas abzukühlen, und dann ging es auch schon weiter. Nur noch wenige Stunden, bis wir endlich in Monaco sind. Wie bei SpongeBob diese Folge, wo er diesen kleinen Zeh rausmacht und auf die Pedale drückt. Genauso vielleicht, ja. Das ist der Part vom Roadtrip, wo alles egal ist. Und endlich ist es soweit. Die letzten Kilometer vor unserem Ziel.
Nach 3 Tagen, 1300 Kilometer, kleinen Pannen und auch kleinen Rückschlägen sind wir endlich in Monaco angekommen. Kaum zu glauben, dass die Autos es so weit geschafft haben und das ohne große Probleme. Die Überraschung, die ich für meine Mutter und natürlich auch für alle anderen geplant hatte, war eine Villa mitten in Monaco. Aber das Wichtigste daran, mit Blick direkt aufs Meer. Ich wollte meiner Mutter einfach etwas ganz Besonderes schenken und wenn sie schon seit 7 Jahren nicht mehr am Meer war, dachte ich mir, dann holen wir das Meer eben direkt vor die Haustür. Und genau hier, mit diesem unglaublichen Ausblick, würden wir die nächsten 3 Tage verbringen. Wir sind jetzt an der Villa angekommen, aber wir haben uns ein bisschen verfahren. Das heißt, die anderen kommen gleich an. Also schauen wir mal gleich die Reaction. Bin gespannt. Geh vor. Вот, вот. Где наша кровать будет? Рома, вот тут наша кровать. И там еще пульчик, туда тоже можно сходить, там просто сверху, на втором этаже ходить. Так что это наша вилла. Вон, на другой стороне, там ты должен там снизу пройти просто и туда пойдешь. Да-да, это наш, ты можешь пользоваться. Это все могут пользоваться этого дома. Wir waren also endlich da. 1300 Kilometer mit 2 über 30 Jahre alten Autos und die beiden haben uns tatsächlich bis nach Monaco gebracht. Was für ein unglaublicher Trip. Aber nach all den Kilometern jetzt erstmal ankommen, abschalten und die nächsten Tage genießen. Gestern Laden gefahren, der Audi hat die Kurve nicht so gut überstanden. Auf jeden Fall, denkst du, der irgendwie steht. Ja, ich hätte ein paar Mal wenden müssen, aber werde ich jetzt besser machen beim nächsten Mal. Das ist alles Audi. Es hat echt hier so komplett durchgedreht. Ja, der ist richtig gesprungen, ja. Viel zu krasser Winkel. Ja. Wir machten uns auf den Weg nach Monaco, einmal die Stadt erkunden, die Sehenswürdigkeiten besuchen und auch die ganzen Autos abzuchecken, die da vor Ort da waren. Außerdem haben wir die Chance genutzt, einen Blick in die Kollektion vom Prinzen von Monaco zu werfen. Hier stehen auf jeden Fall einige sehr krasse Autos, sowie der Lamborghini Miura, Mercedes-Benz CLK GTR, Bugatti Chiron oder der Ferrari F40. Einfach ein Traum für Autofans. Und natürlich konnten wir nicht nach Monaco, ohne es zu versuchen, so ein legendäres Bild vor dem Casino Monte Carlo zu machen und gegebenenfalls einen Teil der Spritkosten wieder zurückzugewinnen. Also machten wir uns auf den Weg. Wir fahren ins Casino. Und da waren wir endlich, das Casino Monte Carlo. Und hier haben wir auch direkt gemerkt, dass der E30 hier tatsächlich auch geschätzt wird. Die Blicke waren auf jeden Fall da. Wir hatten also relativ gute Chancen, vor dem Casino Monte Carlo zu parken.
Leider war aber in dem Moment kein Volet da vor dem Casino, also mussten wir weiterfahren. Ist alles voll. Schade. Aber naja, es muss ja nicht immer alles klappen. Immerhin sind wir schon in Monaco mit den beiden Oldtimern. Das war mir auf jeden Fall schon mal genug. Wir hatten tatsächlich in Monaco wahrscheinlich nur einen weiteren E30 gesehen. Ansonsten gab es Hypercars, Supercars, aber echt wenig Oldtimer. Und die Leute feierten auf jeden Fall die Oldtimer auch sehr. Das zeigt auch die Reaktion von dem Typen hier. Absolute Legende. Geiler Typ. Wir müssen jetzt einmal da hoch. Jetzt geht's ins Casino. Schickimicki alle. Alle sehr schickimicki. Und dann werden wir nicht reingelassen wegen Sneakers. Aber du bist der Einzige, der... Ich bin der Einzige, der ein bisschen, deswegen habe ich mich oben ein bisschen aufgebrezelt, damit es nicht so... Ich glaube auch. Wir gucken mal. Ja. Тут пока еще можно, hier darf man noch filmen, ne? Stress, dass ihr nicht reinkommt. Guck dir mal Aber wir sind noch nicht im Casino. Nein, Casino ist noch da, links. Als kurze Vorgeschichte, im Casino Monte Carlo gibt es auf jeden Fall einen festen Dresscode, der relativ strikt ist. Aber es war eigentlich relativ entspannt, wir haben uns da viel mehr gestresst, als es nötig war. Alle haben verloren, haben absolut nichts gewonnen. Das Casino hat gewonnen. Also haben wir minus eigentlich nur gemacht. Ich glaube minus 100 Euro oder so insgesamt. Aber mit Eintritt. Ja, mit Eintritt. Aber auf jeden Fall minus. Tag 5 und unsere Reise war noch lange nicht zu Ende. Wir machten noch einen kleinen Ausflug nach Nice und als nächstes sollte es zum Gardasee gehen, wo wir noch einen guten Freund von uns treffen und von dort aus sollte es erst wieder Richtung Deutschland gehen. Wir hatten also die Hälfte der Strecke geschafft und noch weitere 1300 Kilometer haben auf uns gewartet und da sollte es erst richtig losgehen. Schauen wir mal, ob die Lüftung wieder funktioniert. Und das nächste Problem hat nicht lange auf sich warten lassen und die Sicherung für die Lüftung ist durchgebrannt. Die Sicherung einfach durchgebrannt. Wir verlieren übrigens wieder Kühlwasser. Das ist okay. Was meinst du? Welches hast du denn gewechselt? Ich habe die K7 mit der K2 gewechselt. Also die großen? Ja, genau. K2 ist Hupe. Also funktioniert die Hupe jetzt nicht mehr. Sollte nicht mehr, ja. Warte. Teste mal. Warte, geht mal weg, die Hupe. Doch, funktioniert. Also hast du es jetzt einmal gewechselt? Also hast du die einmal gewechselt? Genau. Okay. Aber Gebläse geht wieder. Ja, ich weiß, super. Und Hupe geht auch immer noch. Ha, schauen wir mal. Hoffentlich ist nichts anderes wichtig. Einfach überhitzt. Hä? Kann auch sein, ja. Vielleicht hat es jetzt wieder abgekühlt. Was machen wir mit der Flüssigkeit? Fuck it. Wie viel ist es denn? Wieder ein bisschen. Ja, müssen wir uns überlegen. Ja, scheiße, ey. Ja, schauen wir mal. Wie fühlst du dich? Gut. Jetzt wieder ab nach Gardasee 5 Stunden. Also wir sind jetzt raus aus Monaco. Monaco war geil, aber wir hatten echt nicht viel Zeit, irgendwie was zu drehen. Also meist eigentlich nur was gemacht. Und das war's. Sehr viel unterwegs gewesen, ja. Und nochmal viel unterwegs gewesen, ja. So ging es also weiter, 424 Kilometer zum Gardasee und die Probleme wurden nicht weniger. Also Rama hat gerade gesagt, dass beim BMW das zweite Relais jetzt auch draufgegangen ist. Wahrscheinlich ist irgendwas im Motor oder sonstiges, was das Ganze überhitzt. Oder einfach die Dauer der Gebläse ist einfach viel zu lang. Ja, auf jeden Fall, wenn wir wieder ankommen in Deutschland, müssen wir es auf jeden Fall wechseln. Aber jetzt funktioniert weder im Audi 80 noch im BMW die Lüftung. Muss man mit dem Fenster offen fahren. Und ihr erinnert euch bestimmt noch an das Problem mit dem Getriebe beim Audi 80. Das wurde nämlich zunehmend immer schlimmer. Auf gerader Strecke bei ungefähr 100 km/h versucht das Getriebe plötzlich zu schalten, obwohl es gar keinen 5. Gang gibt. Dadurch fängt das Auto an zu ruckeln, besonders bei kleineren Steigerungen wurde das Ruckeln teilweise extrem stark. Wir haben uns also dazu entschieden, einmal anzuhalten und zu schauen, woran das liegen könnte. Unsere erste Vermutung war, dass das Getriebe vielleicht einfach überhitzt ist oder wir Getriebeöl verlieren. Also haben wir das Ganze einmal überprüft, aber eigentlich war mit dem Öl alles in Ordnung. Die zweite Vermutung war, dass das Steuergerät falsche Signale bekommt oder sendet, also haben wir die Batterie abgeklemmt, um einen manuellen Reset zu erzwingen, in der Hoffnung, dass das irgendwie hilft, denn zu dem Zeitpunkt waren wir noch 280 Kilometer von unserem Ziel entfernt, einfach irgendwo mitten in Italien. Also wir haben die Batterie jetzt abgeklemmt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier gechillt, gewartet.
Und dann gucken wir gleich, fahren wir und schauen, ob man Faxen macht. Hoffentlich nicht, aber wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeschaut. Also selbst wenn irgendwas sein sollte, dann geht hoffentlich nur der 4. Gang drauf und die restlichen 1, 2, 3 gehen noch. Also schauen wir gleich, wie es weitergeht. Gucken wir mal. Also wir fahren jetzt weiter. Bis jetzt scheint alles gut zu sein. 30 Kilometer gefahren. Das Getriebe hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Also keine Ahnung, ob das jetzt an der Batterie lag, dass wir die abgeklemmt haben, ein bisschen resettet haben, den Computer. Oder ob es das einfach ein bisschen abgekühlt ist. Also wir werden es jetzt mal beobachten und versuchen jetzt auch nicht so schnell zu fahren. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das Problem beim Audi war also erstmal behoben und wir konnten ganz normal weiterfahren. Doch als nächstes meldet sich der BMW. Die rote Serviceleuchte ging an, aber an sich erstmal nichts Schlimmes. Komisch war nur, dass wir den Service erst vor kurzem zurückgesetzt hatten. Und das nächste Serviceintervall wäre eigentlich erst nach 10.000 Kilometern fällig gewesen. Wir waren seit dem Reset aber gerade einmal knapp 2.000 Kilometer gefahren. Solche Fehler können beim E30 auch durch die Akkus im Tacho oder eine defekte Platine entstehen. Also haben wir uns dazu entschieden, während eines Stopps an der Autobahn noch einmal ein Service Reset zu machen, um genau das Problem einmal auszuschließen. Rainer, es liegt an dir. Du machst alle Autos kaputt. Ich mache das alles anscheinend meine Schuld. Erst den Audi, dann den BMW. Roma, war die rote Lampe vielleicht bei dir schon an? Nee, war noch nicht. Nee, doch, ich glaube, es war bei ihm schon an. Ich sag, es war War das irgendwas 19. mit 15 oder 14? Richtig. Nein, ich sag 19. Nee, das war irgendwas mit 15 und 14. Eins davon war eine einstellige Zahl und dann war es 14 oder 15. Hier ist übrigens dein Gardasee. 7 und 19. Was habe ich gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Du hast 14 oder 15 gesagt. Ja, genau, habe ich gesagt. 7 und 19, das ist richtig gewesen. Nein, ich glaube, du hast gesagt 9 und 14 oder so. Ja, genau. Du mal Scheiße gesehen, oder? Ja, ich glaube Stunde 30, glaube ich. Ah, habe ich doch schon die ganze Naht. Da wir kein Metalldraht hatten oder das nötige Werkzeug für den Reset, haben wir uns einfach eine Haarklammer genommen, die ein bisschen angefeilt und dann sollte es schon klappen. Nö, brennt immer noch. Nö. Brennt. Ist grün? Ja. Perfekt. Mach mal an und aus. Mach mal an und aus. Sieht man gar nicht. Ah doch, ganz leicht. Ja, okay, top. Ja, läuft wieder grün. Okay, top. Der Reset hat ohne Probleme funktioniert, also lag es nicht an Akkus, auch an keiner defekten Platine. Es war trotzdem ein bisschen komisch, dass es angegangen ist nach 2000 Kilometern, aber jetzt war das Problem erstmal weg. So, wir sind da. Die restliche Fahrt verlief zum Glück ohne weitere Probleme und nach ungefähr 2 Stunden erreichten wir unseren dritten Stopp, den Gardasee. Hier hieß es jetzt erstmal 2 Tage entspannen, die Autos stehen lassen und das gute Wetter genießen, bevor es für uns anschließend wieder zurück Richtung Deutschland ging. Wir hatten es jetzt schon über 1800 Kilometer weit geschafft und standen tatsächlich mit beiden Autos am Gardasee. Haben sie dir einfach in den Teller gekackt oder? Ich dachte, ich krieg mexikanische Bohnen. Ich habe 3 Bohnen bekommen. Und Sie haben dir das gegeben, was nach dem mexikanischen Boden passiert ist. Wenn du zu scharf gegessen hast, mexikanisch. An Tag 7 kam dann noch ein Kumpel von uns dazu. Da er fließend Italienisch spricht, hat er kurzerhand ein Boot für uns organisiert und wir konnten den Gardasee nochmal vom Wasser aus erleben. Standard quella della Praue 16 per 6 persone. Se disponibile per oggi. Tag 8 hat damit gestartet, dass wir kurz vor der Abfahrt beim BMW noch die Entlüftungsschraube gewechselt haben. Und wenn ihr euch noch erinnert, genau diese Schraube hatten wir ganz am Anfang unserer Reise verloren und zum Glück wiedergefunden, denn der E30 hat angefangen ordentlich Kühlflüssigkeit zu verlieren und ohne die Schraube würde es wahrscheinlich etwas schwierig werden.
Ich kann gleich nochmal mit meinem anderen Trick nachziehen. Und für Erik ging es weiter nach Kroatien. Er machte sich zusammen mit unserem Kumpel auf den Weg nach Padua, von wo aus er mit dem Bus weiterfahren würde. Keine Ahnung, wie viele Wochen. Aber für mich geht es erstmal nach Kroatien. Für uns dagegen ging die Reise weiter, Richtung Deutschland, genauer gesagt nach Geilingen am Hochrhein. Vor uns lagen also nochmal rund 470 Kilometer quer durch die Alpen. Dort würden wir eine Nacht bei Bekannten verbringen, bevor es am nächsten Tag endgültig zurück nach Hannover ging. So, wir sind wieder in Como. Unsere Wege haben sich ein bisschen getrennt, weil wir ein bisschen schneller waren. Und wir treffen uns jetzt einmal in Como, dann essen wir was. Und dann geht's weiter durch die Schweiz. Ja, also noch 4 Stunden Fahrt ungefähr. Schauen wir mal. Aber ansonsten bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Was ich krass finde, die Scheibe ist absolut nicht dreckig. Ich habe die nicht einmal gewaschen seit Hannover. Und irgendwie ist alles extrem sauber. Auch das Auto sieht relativ sauber aus. Selbst hier keine Fliegen, nix. Also keine Ahnung, womit das zusammenhängt, aber ich bin impressed. Audi 8 ist auch ziemlich geil, trotz der Zeit, wann er gebaut worden ist. In der Automatikgetriebe hast du hier noch 3-2-1, also für Bergfahrten genauso wie jetzt. Du kannst halt einfach einstellen, hey, hier ein Gang und der schaltet dann auch nicht höher als der dritte und der überstrapaziert dann nicht. Oder ich kann das selber mit dem zweiten oder ersten Gang machen, wenn es halt super steil ist. Aber hier einfach in den dritten geschaltet und perfekt für Berge fahren, also echt krass. Und so ging es weiter. Ohne weitere Probleme haben wir die Alpen erfolgreich überstanden. Fast in Deutschland. Nach knapp 8 Stunden oder so. Endlich. Wir hatten es also tatsächlich geschafft. Nach über 2300 Kilometern waren wir mit beiden Autos wieder zurück in Deutschland. Nach all den Kilometern der Hitze und den kleinen Problemen unterwegs war es schon unglaublich, was die beiden über 30 Jahre alten Autos geleistet hatten. Back auf deutschem Boden. Jetzt machen wir Pause in Geilingen, übernachten hier bei Bekannten. Und dann geht's morgen weiter. Morgen nach Hockenheim und dann nach Hannover in Einbruch. Also mal schauen, wie es morgen läuft. Aber yes, wir haben es geschafft. Wir sind wieder back. Ohne große Verluste, sag ich mal so. Yes, ich freue mich, ey. Richtig tot, richtig fertig. Schaut's aus? Auch so? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Das halt. Ich kann's dir sagen, nee, alles super. Das hält perfekt. Ich hab Geschichte. Ja. Sehr gut. Was denn? Die Reporting ist abgegangen. Ja, was so zerbröselt, so heftig, das kannst du vergessen. Ja, kannst du in den Kofferraum schmeißen oder wegschmeißen. Nicht weg, Einfach Müll. das zerbröselt immer. Das ist komplett ausgetrocknet. Das ist echt heftig. Wir haben also beide Autos nochmal gründlich durchgecheckt und danach gab es noch etwas Schönes für die Augen. Das Restaurationsprojekt unseres Bekannten, ein Mercedes-Benz 300D aus den 80ern. Da ist schon richtig viel Arbeit und Liebe reingeflossen, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Einfach ein Traum von einem Auto. Doch noch am selben Abend wartete die nächste böse Überraschung auf uns. Beim Audi 80 war plötzlich die Kühlflüssigkeit ausgelaufen und die erste Vermutung war, dass einfach nur ein Schlauch undicht geworden ist. Das wäre zum Glück kein großes Problem gewesen und relativ schnell zu beheben, denn hier hatten wir bereits alle nötigen Werkzeuge vor Ort. Irgendwo ist ein Schlauch auf jeden Fall durch. Same shit, wie wir davor hatten. Guck mal. Ja. Noch so im Minimumbereich. Ja, das ist nicht cool. Also da drückt es schon ordentlich. Das heißt, das ist ein Problem für morgen. Jetzt mal schlafen, dann gucken wir morgen, wie wir das lösen und wo das Problem ist. Weil bis jetzt habe ich nicht gesehen, wo es austritt. Ja, wir schauen morgen einfach, kein Bock jetzt. Und dann fahren wir morgen los. Notfalls gießen wir einfach jede Stunde nach oder so. Also mal gucken. Doch ganz so einfach sollte es leider nicht sein. Also wir können jetzt doch nicht bis morgen warten. Haben jetzt gecheckt, also die Wasserpumpe ist draufgegangen. Aber das ist halb so wild, das sollte bis nach Hause reichen. Ich habe jetzt hier ganz viel Kühlflüssigkeit bekommen. Deswegen, wir füllen das gleich ein bisschen ab und dann denke ich, reicht das für morgen. Also ganz ehrlich, solange man fährt, ist alles gut, hoffentlich. Und dann einfach, wenn man mal kurz stehen bleibt oder so ein bisschen nachgießen, immer im Auge behalten und dann soll es, glaube ich, schon passen. Also gucken wir mal, wie es morgen läuft, aber ich denke, das ist halb so wild. Hauptsache jetzt nach Hannover schaffen.
Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann bestelle ich eine neue und das war's. Also so schaut's aus. Nächster Morgen. Ja, sieht nicht verändert aus. Ja, es sollte, denke ich, passen. Also ich glaube, bis Hannover schaffen wir es. Und dann, oh, ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Auch gut. Sieht identisch aus zu gestern. Ja gut, ich würde sagen, ein bisschen nachfüllen und dann weiterfahren. Doch sobald ich den Deckel geöffnet hatte, fing es wieder an zu tropfen. Also haben wir den Wagen schnell angeschmissen, in der Hoffnung, dass sich wieder Druck im Kühlsystem aufbaut und dadurch weniger Kühlflüssigkeit austritt. Sobald der Druck da war, machten wir uns auf den Weg. Vor uns lagen heute nämlich noch rund 700 Kilometer von Geilingen bis nach Hannover. Die längste Etappe der gesamten Reise und der Start war, ehrlich gesagt, alles andere als vielversprechend. Und schon nach gerade einmal 66 Kilometern gingen die Probleme so richtig los. Das Getriebe vom Audi war mittlerweile komplett am Ende. Sobald ich nur etwas stärker aufs Gas gedrückt habe, fing das ganze Auto extrem an zu ruckeln und es fühlte sich teilweise so an, als würde der Wagen jeden Moment ausgehen. Also sind wir direkt auf die nächste Raststätte gefahren und haben nochmal die Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, dass ein weiterer Reset vielleicht doch etwas bringt. Doch damit hatten wir direkt das nächste Problem. Sobald der Motor aus war, baute sich der Druck im Kühlsystem wieder ab und die Kühlflüssigkeit lief teilweise wie ein Wasserfall aus dem Auto. Und genau hier hatte ich zum ersten Mal wirklich den Gedanken, vielleicht schaffen wir es doch nicht mit beiden Autos zurück nach Hannover. Wir haben also die Kühlflüssigkeit nachgefüllt, die Batterie angeschlossen und sind einfach weitergefahren. Doch der Reset hat nichts gebracht. Das Getriebe ruckelte genauso stark wie vorher und wahrscheinlich hat irgendein Sensor oder vielleicht sogar was Mechanisches komplett den Geist aufgegeben. Nach kurzer Zeit habe ich aber etwas herausgefunden. Solange ich wirklich ganz vorsichtig Gas gegeben habe, blieb das Ruckeln aus. Selbst bei Steigung durfte ich das Gaspedal nur ganz leicht drücken. Natürlich bedeutet das auch, dass wir bergauf teilweise massiv an Geschwindigkeit verloren haben. Teilweise krochen wir da auch mit 70 km/h die Steigung hoch wie so ein vollbeladener LKW. Aber aufgeben war für mich keine Option. Ich wollte diesen Roadtrip unbedingt aus eigener Kraft beenden und den Audi selbst zurück nach Hannover bringen. Und damit begannen wahrscheinlich die schlimmsten 5 bis 6 Stunden des gesamten Roadtrips. Aber anhalten war auch keine Option, denn sobald wir nur einmal kurz stehen bleiben, verlieren wir eine Menge an Kühlflüssigkeit. Aber Kilometer für Kilometer kamen wir Hannover immer näher und die letzten Stunden haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und der BMW hingegen lief ohne Probleme, als wäre überhaupt nichts gewesen. Und dann, nach insgesamt fast 9 Stunden Fahrt, war es endlich soweit. Hannover. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Und am Ende bleiben nicht nur die 3000 Kilometer, die wir mit dem Oldtimern gefahren sind, sondern die Erinnerung, die wir auf dem Weg gesammelt haben. Oh, Alter, wir haben es geschafft. Guten Morgen, wir haben den nächsten Tag. Es regnet, es pisst. Tut aber irgendwie gut, muss ich sagen. Ich wollte mal jetzt schauen, wie viel Kühlflüssigkeit wir über die Nacht verloren haben. Ich sehe bis jetzt nichts, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es war auf jeden Fall echt eine absolut heftige Fahrt gestern. Also, dass der Wagen das geschafft hat. Wirklich stolz auf ihn. Er hat es echt super gemacht. Also krank, einfach nur krank. So, wie sieht's denn hier aus? Ist sogar alles trocken. Interessant. Sehr interessant. Im Eimer ist auch nichts drin. Das ist interessant. Gestern lief es wie aus, keine Ahnung was, wie aus der Dusche, ey. Und nach der langen Fahrt nix. Einfach gar nichts. Die Wasserpumpe ist auf jeden Fall hin. Man sieht das sogar hier, dass die Dichtung nicht mehr richtig funktioniert. Aber ich würde es trotzdem wechseln, aber ich bin gerade ein bisschen fasziniert, dass da nichts mehr tropft. Das ist echt interessant, aber auf Nachgießen muss ich sowieso. Da würde ich jetzt, glaube ich, erstmal lassen. Und dann direkt reparieren fahren, aber
Interessant. Ich war mir sicher, dass wir gleich 3 Liter verlieren. Ja, cool. So, ich wollte den auch noch einmal anschmeißen, weil gestern, wie er klang er gar nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Dreht immer noch sehr hoch. Ja, dreht trotzdem nicht gut. Ja, dreht sehr hoch. So, wir wollen den nicht überstrapazieren, aber der dreht auf jeden Fall nicht entspannt. Der ist immer noch auf Hochtouren. Müssen wir mal schauen, woran das liegen könnte. Auf jeden Fall absolut kranke Leistung von diesem Auto. Also ich bin echt happy, dass wir es geschafft haben, einfach zurückzukommen. Wir waren gestern einfach viel zu tot, irgendwie ein gescheites Ende zu drehen, aber wir sind alle extrem fertig, aber auch extrem happy. Der Roadtrip war auf jeden Fall mega geil. Ich hoffe, euch hat er auch Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Autos. Kann es nicht glauben, dass wir den BMW vor 6 Monaten aus der Scheune geholt haben und jetzt in Monaco mit dem waren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Follow da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und es kommt auf jeden Fall noch einiges an Content.